Hallo zusammen! Ja, heute bin ich hier in der wunderschönen Pfalz mit dem Rad unterwegs und besuche hier einige spannende Windparks. Ja, es war mir gar nicht bewusst, dass es hier so viele Windparks gibt und vor allem, dass sich Windkraft hier in der Ebene überhaupt rentiert. Ist eigentlich doch relativ flach hier. Aber ja, ich habe jetzt schon seit längerem beobachtet, dass hier in der Region einige neue Anlagen entstanden sind und dachte, hier muss ich unbedingt mal vorbeifahren und eine Radtour machen. Ja, Bullenhitze heute, Wetter bombastisch, Thermometer zeigt 27 Grad an, die Sonne knallt richtig krass. Ja, der erste Windpark, den ihr hier vor mir seht, ist der Windpark Offenbach. Offenbach an der Queich, in der Nähe von Landau in der Pfalz. Also nicht Offenbach bei Frankfurt, sondern Offenbach an der Queich in der Pfalz. Ja, das Spannende ist hier wieder, hier stehen wieder Anlagen auf ATS, Hybrid Tower, die ich schon mal im Windpark Gaubickelheim gefilmt habe. In Gaubickelheim waren es Kenersis-Anlagen. Hier sind es G-Anlagen, G2520. Das ist auch wieder genau der gleiche Turm, auch von der Farbe her. Richtig cool. Da stehen in dem Windpark hier insgesamt 6. Und zwischendrin stehen noch 3 kleine Vestas V90. Ja, und direkt im Anschluss ist schon der nächste Windpark. Da werde ich dann was dazu erzählen, wenn ich da bin. Da stehen einige Vestas V126, ein paar kleinere G, Fuhrländer FL MD77. Ja, und dann werde ich einmal im Kreis fahren. Hier hinten sieht man schon die nächsten Anlagen. Enercon E115. Ja, und im Hintergrund sieht man dann auch schon Karlsruhe. Ist nicht so weit weg von Karlsruhe, wo ich hier bin. Und dann ganz am Horizont auch schon wieder die Anfänge des Schwarzwalds, den Nordschwarzwald. Ja, und dann geht es noch weiter. Hier hinten stehen auch noch ein paar Anlagen. Ein paar kleinere G und Vestas. Und dann ganz am Schluss besuche ich noch den Windpark hier hinten mit Nordex N131. Ja, hier hinten sieht man jetzt auch schön den Pfälzerwald. Hier hinten liegt irgendwo Landau. Und da werde ich dann später zurückfahren. Und hier nochmal einen schönen Blick auf den Pfälzerwald. Echt wieder eine sehr, sehr schöne Region hier. Ja, aber zunächst werde ich hier den Windpark Offenbach erkunden. Und ja, werde mir die G-Anlagen nochmal von nahem anschauen. So, ich stehe jetzt in der Nähe von einer der G-Anlagen und es müsste eigentlich genau der gleiche Turm sein wie bei den Kenersis-Anlagen in Gaubickelheim. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal von Advanced Tower Systems, ATS. Gibt es leider nicht mehr, wurde später irgendwann mal von Juvi aufgekauft, aber wird, glaube ich, nicht mehr hergestellt. Wie gesagt, sind diese Achtelschalen. Und dann obendrauf ganz normal der Stahlturm. Auch von der Farbgebung her ist der Turm exakt gleich. Braun, grün, blau und dann der rote Ring. Müsste auch 140 Meter Nabenhöhe haben. Ja, Projektierer auch hier wieder Juvi. Ja, die G hat sich gerade abgeschaltet. Ist leider extrem windstill heute. Aber dafür halt Bombenwetter.
will mich nicht beschweren nach dem vielen Regen die letzten Wochen. Jetzt scheint sich wieder einzuschalten. Ja, angefangen hat hier alles mit den kleinen Vestas V90 hier hinten. Wobei die zum Zeitpunkt, als sie gebaut wurden, auch echt schon riesig waren. Die wurden 2009 errichtet und dann 2016 kamen dann noch 6 G-Anlagen dazu. Hier auf der anderen Seite steht ESP drauf. Ich glaube, das steht für Energie Südliche Pfalz AG. Das müsste dann der Betreiber sein. Aber finde ich cool, auch mal andere Anlagen auf dem Turm zu sehen. Ich dachte, es gibt die Anlagen nur für die Kennersys-Anlagen und sonst für keine anderen Anlagen. Aber finde ich cool, auch mal andere Anlagen hier drauf zu sehen. Ja, allerdings haben einige kommentiert beim letzten Video, dass es da wohl auch Probleme gab bei den Türmen, wo Putz abgebröckelt ist und die mussten saniert werden. Also leider auch nicht so eine riesen Erfolgsgeschichte. Von hier aus hat man jetzt einen wunderbaren Blick auf den Windpark hier im Anschluss. Gehört zu den Gemeinden Rölsheim, Herxheim, Weiher, Bellheim. So steht es bei Wikipedia drin. Allerdings habe ich auch mal gelesen, dass die 6 Vestas V126, dass dieser Windpark Gollenberg heißt. Also ist jetzt nicht so ganz klar, wie der Windpark jetzt genau heißt, aber genau, wenn ihr Windpark Gollenberg eingebt, dann findet ihr ihn auf jeden Fall. Ja, cooler Mischmasch-Windpark. Hier stehen einige ältere Anlagen rum und 6 neuere Vestas-Anlagen. Insgesamt 6 Vestas V126. Nabenhöhe 137 Meter. Und was ich bei denen auch cool finde, die haben alle so einen gelben Turmfuß. Sieht auch cool aus. Passt sich irgendwie schön an die Landschaft ein. Ist wahrscheinlich zum Vogelschutz gedacht. Dann hier hinten haben wir noch einen älteren Komplex. Das sind 6 Fuhrländer FLMD 77. Und hier weiter hinten stehen dann noch 3 kleine G15er. Ja, und die Vestas-Anlagen sind eben die größten hier im Park. 6 Stück von 2017. Auch wieder ein richtig tolles Bild mit den Weinbergen hier. Sehr schön gelegen, der Park. Ja, ich werde jetzt mal hinfahren und gucken mir die Vestas-Anlagen mal von nahem an. Jetzt stehe ich hier unter der schönen Vestas V126. 137 Meter Nabenhöhe, 3,3 Megawatt. Dreht sich nur relativ langsam. Hier hat auch wieder Juvi seine Finger im Spiel, wie bei so vielen Windparks hier in der Region. Aber was mir richtig gut gefällt, ist der Turm. Dass die unterste Sektion gelb ist, beziehungsweise so ockerfarben. Habe ich bei anderen Anlagen auch schon mal gesehen. Bei Nordics zum Beispiel, da war es eher dunkelbraun. Aber das Gelb finde ich echt richtig cool. Ich denke, es ist eher für die Vögel, damit die Vögel nicht dagegen fliegen. Ist jetzt mal meine Vermutung. Aber es passt sich auch echt super ins Landschaftsbild ein. Also passt echt gut zu den braunen Feldern hier so in der Umgebung. Ja, der 137 Meter Turm ist jetzt nicht so krass flaschenförmig wie der 149 und 166 Meter Turm. Der hier ist eher nur kegelförmig. Die höheren Türme sehen eher aus wie so eine Flasche. Jetzt beschleunigt sie wieder ein bisschen.
Ja, ich werde dann mal hier hinten zu den ganzen Fuhrländeranlagen fahren und schaue mir die mal nochmal an. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe von den Fuhrländer FL MD77. Finde ich auch richtig cool, dass die noch hier stehen. Fuhrländer war ja ursprünglich ein rheinland-pfälzischer Windkraftanlagenhersteller mit Sitz im Westerwald. Gibt es ja jetzt leider nicht mehr, auch pleite gegangen. Echt jammerschade. Ja, Betreiber ist Pfalzwind. Wir haben hier in der Region einige Anlagen. Ja, insgesamt stehen hier 6 Fuhrländer. Finde ich cool, dass es auch so ein Komplex ist aus 6 Stück. Sieht ziemlich cool aus. Drehen sich jetzt leider nicht, dafür ist einfach zu wenig Wind und zu kleiner Rotor. Aber finde ich immer cooler, wenn mehrere Generationen im Windpark vertreten sind. Also nicht nur, wenn es jetzt ein Windpark nur mit Vestas V126 wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht hier hingefahren. Sondern ich finde es immer cool, wenn mehrere Generationen vertreten sind. Dass man einfach mal so die Entwicklung sieht. Da hinten sind dann die 3 kleinen G15. Ja, wenn die irgendwann mal wegkommen, dann kommen keine neuen Fuhrländer mehr. Das ist echt sehr, sehr schade. Fuhrländer FL 2500 war ja die neueste Anlage, die Fuhrländer noch rausgebracht hat, bevor sie pleite gegangen sind. Da gibt es ja noch ein paar. Aber ja, wenn die MD77 mal weg sind, dann gibt es keine mehr. Ist auch echt eine relativ kleine Seriennummer, FL 334. In Vestas Anlagen oder Enercon steht irgendwie immer was mit 1000 dran. Hier steht die 334 dran. Hier in der Region stehen noch einige Fuhrländeranlagen, also insbesondere die FL MD77. Also weniger Repower und Nordex von diesem Typ hier, sondern mehr Fuhrländer. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt auch mal mit der Drohne hoch und mal gucken, wie das von oben aussieht. Sieht bestimmt auch echt cool aus.